Also ich zeige, Sie merken dann gleich schon, wo heikle Stellen sind, wo ich selber auch noch verunsichert war, bis zu meinem Nachweis, den Sie dann jetzt hier sehen. Und zwar, gut, machen wir gerade noch das Bild hier fertig. Es gibt dann einen neuen Account, der heißt Sabina und Urs Rüesch mit diesem Bild. Und darüber, da können Sie sicher jetzt einmal mit mir in Verbindung treten. Das müssen wir dann noch genau abwickeln, technisch, ob Sie selber, Sabina, dann darüber auch kommuniziert oder ob ich da noch irgendwie eine Relaisstation bin oder so. Das ist im Moment, kann man das noch nicht genau sagen. Aber dieser Account, den gibt es auf Instagram seit gestern. Und dann würde ich jetzt hier zu dieser hauptsächlichen Besprechung kommen vom Bildmaterial. Also Sie haben vorher gesehen, das ist die Sabina Hogg und das entspricht genau diesem Bild. Das ist von der Überreichung hier dieser Armeeauszeichnung, oder? Das ist dieses Bild und dann habe ich hier dieser Teil hier, also das da, das ist das gleiche, so, und das ist von ihrem 30. Geburtstag. Das heißt, das war, glaube ich, 2017 und das war dieses oder das letzte Jahr, also 4 Jahre später und mit dieser Person, das weiß ich, mit dieser habe ich kommuniziert, oder? Ich weiß das auch, weil ich davon auch 2 kurze Videos habe. Und auch, also jetzt die Frage, stimmt denn, ist das jetzt wirklich die gleiche Person wie die vom Äußeren her? Und wenn es das Äußere gesichert ist, dann würde das dann auch bestätigen, dass das hier die Sabina Hogg ist. Das ist so der Gedankengang. Und hier hatte ich einfach Zweifel, dass das und das wirklich die gleiche Person ist, oder? Vom Äußeren her. Und zwar, mir ist sie, also, mir ist sie einfach hier irgendwie ein bisschen massiger vorgekommen, oder? Also, wobei, ich habe mir auch überlegt, manchmal isst man halt auch mehr oder muss vielleicht auch futtern im Militär, damit man ein Strapaze nachher überstehen kann und so. Und ja, von daher habe ich immer auch Toleranz einbezogen in meinen Vorstellungen, aber dennoch konnte ich es nicht übereinbringen, weil da war mir zu großer Unterschied. Auch bei den Farben hier, bei den Augen war mir nicht klar, aber ich glaube, das kann auch blau sein. Sie hat nämlich blaue Augen, oder? Wobei, da gibt es auch eine Diskussion noch, wo sie dann behauptet hat, ihre Augen können sogar braun werden. Also es gibt sogar ein Video davon, aber das würde ich mal als Spezialthema auf der Seite lassen, weil, ja, also ich glaube, es hat da auch noch so Störmanöver, ja, es hat Störmanöver hineingegeben. Ihr Account wurde auch gehackt und so weiter. Also auch ihr Handy ist von einem sehr netten Kollegen missbraucht worden. Wobei, was dann wirklich auch stattgefunden hat, physisch oder einfach auch nur mir gegenüber, das spielt, kann ich im Moment jetzt hier nicht ausbreiten. Die Geschichte darf sich dann auch ruhig dann später auch noch in mehreren Bänden dann selber erzählen dann, oder? Hier einfach jetzt die Analyse, also ich habe ihn ausgegangen hier von diesen Augen, diesen Augenwinkel, also als Nullachse eigentlich so, und dann habe ich hier diesen Punkt festgehalten auf der gleichen Höhe und diese grüne Linie dann, die zeigt eigentlich so diese Stelle hier so, oder? Wobei, ja, hier
ja, also gut, es ist manchmal dann auch nicht ganz klar zu sagen, was ist ganz vorne und was ist ein bisschen weiter hinten, aber ich glaube, ich habe es recht gut erwischt und da ist klar, oder? Diese Linie, das ist die gleiche Linie, die ist identisch und die stimmt mit diesen beiden Bildern wirklich überein. Man könnte vielleicht sagen, hier hat es noch ein bisschen mehr so auf die Seite noch. Aber da würde ich sagen, ist dann halt einfach so im Schatten von den Haaren dann einfach abgedeckt. Hier hat sie die Haare eben oben, oder? Und dann, was auch noch sicher diskutiert werden muss, das ist Nase und Mund. Und da muss man schon sagen, bei der Nase, oder? Ich zeige es Ihnen hier jetzt, oder? Wenn ich die Nase jetzt hier so habe und dann mache ich nur ein bisschen den Kopf, ein bisschen einen anderen Winkel und dann habe ich die Nase sofort an einem deutlich anderen Ort. Und dieser Unterschied hier, das ist vielleicht ja so vielleicht höchstens einen Zentimeter Unterschied. Das ist sofort entstanden durch den Neigungswinkel des Kopfes. Und beim Mund muss man sowieso sagen, der ist so beweglich, ja, oder? Dass man sofort hier lacht sie ein bisschen mehr, oder? Als hier. Und auch, also kann man schon zeigen, oder wenn ich mehr lache. Also das ist für Sie völlig klar, wenn Sie es einmal selber am Spiegel dann auch für sich ausprobieren. Auch oben, je nachdem, oder? Das ist alles derart beweglich, dass diese Unterschiede hier problemlos erklärt werden können. Und dann meine ich eben doch, also wenn ich es für mich halt so anschaue, dass das hier halt wirklich das gleiche Gesicht ist, oder? Die gleiche Person. Die Augen selber, hier ist sie geschminkt, oder? Hier nicht, aber die Augenbrauen, das ist auch so ein Zeichen, denke ich, das markant ist, ein gutes Erkennungszeichen. Und dann auch das Ohr, oder das sieht man sehr gut. Das ist jetzt wirklich genau identisch. Hier diese Form, hier die Größe, diese Form und dann hier das, oder? Das ist wirklich, also wirklich genau, perfekt gleich, oder? Und auch die Höhe kann ich hier noch schnell etwas hinhalten und dann würde ich dann hier damit dann abschließen. Ja, also hier das Ohr. Und ich mache es so, dann haben wir unten die rote Linie als Referenz. Das ist hier genau auf der gleichen Höhe oben und unten auch, oder? Also, für mich ist das bewiesen, dass die Person, mit der ich im Kontakt war, über dort, wo sie selber auch bewiesen, gut, also das gibt dann schon Fragezeichen, weil es ging ja auch über x verschiedene Instagram-Accounts und so und das kann durchaus sein, dass da zwischendurch dann eben auch wirklich auch Betrüger dann da drin waren oder in der Kommunikation. Ja,